Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo Elisabeth, hallo Facebook, hallo Emmische, das bin ich. Ja, also ich habe jetzt diese tolle Idee gehabt, dich zu interviewen und ich habe noch nie so ein Interview gemacht. Also du bist mein erstes Mal jetzt hier und heute und ich hoffe, dass ich das ganz gut machen werde und ich hoffe, dass dass mir tolle Fragen einfallen. Lass dir Zeit, Schatz. Nur in meinem Tempo. Ja, also du hast ja gestern, ähm, ein also meiner Meinung nach ein sehr tolles Video in unsere Gruppe gepostet, wo du eben, ja, gesagt hast, wer du bist und was du machst und wofür du stehst. Und du hast eben die Leute aufgefordert, wenn sie das voll checken, was du meinst, dann eben ein Herzerl in die Kommentare. Und wenn ein Fragezeichen ist, dann halt ein Fragezeichen machen. Und jetzt haben wir ja doch, also viele Herzerl natürlich, aber doch einige Fragezeichen auch erhalten. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir in diesem Interview ein bisschen mehr, ja, diese Fragezeichen beantworten könnten. Mhm. Also, ähm, ja, meine erste Frage, Ja. also ich kenne dich ja seit 7 Jahren, aber für die, die dich jetzt vielleicht noch nicht so lang kennen oder noch gar nicht kennen, wer bist du und warum hast du diese Gruppe erstellt? Okay, also ich bin Elisabeth Valentin und ich bin Expertin für das neue Normal. Und ich habe das gestern schon gesagt, so dass, ähm, also ich sage jetzt noch mal diesen Satz, ja, Mhm. Expertin für das neue Normal. Und wir, und da bist eben du dabei und noch einige andere ganz wundervolle Menschen. Wir unterstützen Menschen, die einfach die Schnauze bis oben hin voll haben von der alten, angstgesteuerten Matrix. Und denen helfen wir, ja, wirklich in ihre echte Kraft zu kommen. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt das, alte, angstgesteuerte Matrix? Und ich glaube, wirklich, inzwischen ist es einfach jedem klar, jedem, dass so viel Manipulation einfach abgeht und so viel auf Angst abgezielt wird und über die Angst die Menschen gesteuert werden. Mhm. Sei es im Radio, sei es in der Zeitung, sei es auf Facebook, also es ist egal wo, sei es in der Schule. Ähm, also ich weiß ja gar nicht, wo nicht. Ich würde sagen, 80% ist manipulative ähm, Angstmacherei. Und, 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 und ich will diese 20% stärken und diese 20% zu mehr machen. Ja? Und es geht einfach immer mehr darum, wirklich zu sich zu kommen und aus dieser eigenen Gewissheit heraus zu agieren, statt zu reagieren auf diese, ja, Angstmacherei einfach. Und gerade jetzt, ich meine, ich sage das Wort nie, ich verspreche es. Du weißt schon was, gerade jetzt, wo wir, du weißt schon was haben, Mhm. ähm, umso mehr, umso wichtiger. The New Normal ist nämlich eigentlich etwas Wunderschönes. Mhm. Etwas Wunderschönes. Aber erst durch die Angst durch und nicht vor der Angst davonrennen. Mhm. Ja, also du hast ja schon gesagt, dass du eben mit dem neuen Normal was ganz Schönes, was Erhebendes meinst, so. Und
Also, wenn jetzt also, ich versuche jetzt wirklich so aus der Sicht von den Menschen, die da halt, gar nichts damit zu tun haben. Also, was meinst du mit diesem neuen Normal? Was ist denn das zum Beispiel? Was Ich glaube, das ist für jeden etwas anderes. mhm, Aber wenn ich einfach so, ich meine, ich gehe jetzt ganz von mir aus, wenn ich ganz normal aufgewachsen, ganz normal in die Schule gegangen und ganz normal zum Beispiel jeden Tag in der Früh um 6 klingelt der Wecker und ich musste einfach, also ich habe den Tag mit einem Schock begonnen, jeden Tag. Und das schon mit 5 Jahren. So. Und ich glaube, da geht es einfach fast allen hier so. Und dieser Schock, der muss aber nicht sein. Den kann man, äh, also das ist jetzt nur eins von, ich könnte jetzt 1.000.000 Sachen aufzählen, aber alleine dieser Schock, dass man in der Früh vom Wecker aufgeweckt wird, statt wirklich, wann der Körper fertig ist mit Schlafen und mit Träumen und mit Verarbeiten und mit Ausruhen und mit ähm, einfach dann noch im Bett bleiben, was auch immer dann dran ist, also so wirklich bereit für den Tag. Und wenn man aber nicht bereit ist für den Tag, verschleppt sich das irgendwie. Dieser Schock verschleppt sich und eigentlich bleibt man den ganzen Tag im Schock. Und das ist das alte Normal für ganz viele Menschen. Ganz viele mhm, Menschen, für die ist es einfach normal, immer mit dem Wecker aufzuwachen und den ganzen Tag über im Schock zu bleiben. Aber das ist so normal, dass es gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Und dann, ähm, wenn man eigentlich in einem unbewussten Schock ist, agiert man einfach weniger am Tag aus sich heraus, sondern reagiert mehr aus diesem Schock heraus. Man hat ja so oft über den Tag verteilt, muss man Entscheidungen treffen und immer wieder aus dem Schock heraus, unbewusst. Das ist das alte Normal. Für viele. ja, Für viele. ja, Also jetzt eins von vielen, vielen Beispielen. Noch schlimmer, ich meine, mein Opa ist immer mit, ich glaube, das viele andere auch, immer mit Nachrichten aufgewacht. Immer um mhm. 7 Uhr Nachrichten. Und so war der auch. Und um 8 dann zum Frühstück gleich nochmal. So. Ja. Ja. Ja, ja, vielen Dank, also für dieses Beispiel. Ich hoffe, das kommt bei unseren Zuschauern an, liebe Zuschauer. Und, ja, also ich möchte noch mehr über diese Gruppe also, du hast ja schon auch, das mit dem Aufstehen war ja so eine Frage, die du so hineingegeben hast. Und also, was können wir uns da jetzt erwarten, wenn wir alle in dieser Gruppe drinnen sind? Ähm, genau, wozu gibt es die? Ja, wozu sind wir alle da? In der Ja, Gruppe. wozu sind wir alle da? Also geh einmal in dich, wozu bist du da? Das ist ein cooles Stichwort, danke dafür. Das ist, also mir ist das so wichtig. Ich glaube, keiner ist aus Versehen hier. Auch die, die passiert sind, sind ganz aus einer ganz bewussten Seelenentscheidung heraus hier auf der Erde, jetzt, zu dieser Zeit. Und das sollen wir nicht verschlafen. Aber es wäre so einfach, es zu vernebeln, gerade jetzt. Mhm. Und mir ist es einfach ein großes Anliegen, dass, dass jeder für sich, ich für mich und jeder für sich, der eben bereit ist, wirklich ähm, reinschauen möchte und wirklich schauen möchte, wofür bin ich jetzt da, jetzt zu dieser Zeit inkarniert, auf die Erde. Genau jetzt, wo zum Beispiel, du weißt schon, was ist. Und irgendwas ist ja immer. Also jetzt ist halt Mhm. das und irgendwas ist Ja. immer. Aber warum bin ich genau jetzt da und was ist meine, ich nenne es jetzt mal Lebensaufgabe? Jetzt. Die kann sich auch wieder verändern. Aber da kann man hinkommen, da kann man wieder hereinkommen. Und,
Und ich war jetzt 5 Jahre nicht auf Facebook, ganz bewusst, weil es mir einfach zu blöd war. Also da war einfach, ich habe es auch nicht bewusst genutzt, es war einfach meine Unterhaltung im Sinne von Untenhaltung. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Und das war mir einfach, ja, Facebook. Aber jetzt merke ich, man kann dieses Medium einfach auch nutzen für etwas Erhebendes. Und das möchte ich mit dieser Gruppe machen. Und ja, also einfach, wen es anspricht, sehr gerne hereinkommen und einfach einmal schauen. Und es ist am sich entwickeln. Es ist ja auch noch ganz jung, diese Gruppe. Ja. Hast du gerade deine Kette gegessen? Also ich weiß ja, dass es eine Zuckerkette ist, aber es schaut eigentlich aus wie so eine Steinkette mit so ganz kleinen Steinchen. Steine beißen. Ups. Ja, möchtest du uns noch so einen Blick in die nahe Zukunft geben? Nein, das kann ich nicht. Warte mal, meine Kristallkugel. Oh, ich sehe. Oh, ich sehe viele Daumen. Ich sehe viele Daumen hoch und viele Herzen. Und da ist auch ein Fragezeichen. Ich glaube, wir müssen bald wieder ein Video machen, liebe Emmische. Ja, das sehe ich in meiner Kristallkugel. Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie war dein erstes Mal, Emmische? Ja, es war sehr schön. Hat gar nicht so weh getan. So deppert. Schneiden wir das dann aus oder lassen wir das drin? Ich weiß es nicht. Ich bin so froh, dass wir das jetzt gemacht haben. Danke, Emmische, so Ja. geil. Also so gut. Okay. Ja, danke, Ja. vielen Dank. Es war wunderschön mit dir. Und sie sind meine Zuckerketten auch. Okay, Mahlzeit. Danke. Tschüss.